So, dann baller ich auch mal die Aufnahme jetzt an. Ja, wir haben es jetzt kurz vor 3. Für alle Leute, die es im Nachhinein gucken, und das werden wahrscheinlich die meisten sein. Moin. Ach ja. Ich bin todmüde. Ich habe im Kühlschrank schon ein paar Monster kalt, Rockstar kalt stehen. Ich werde mir auf jeden Fall heute einen Energy Drink gönnen. Vielleicht schon relativ früh. Aber ich bin mal gespannt, was kommen wird. Jetzt bei Sony. Ich rechne tatsächlich damit, dass viel nochmal... Ja, muss halt. Muss halt. Ich bin halt schon seit Stunden wach. Ich rechne mit viel wieder aufgewärmtem, also Days Gone, Last of Us, Spider-Man, das wird wahrscheinlich wieder kommen. Zu Spyro wird hoffentlich was zu sehen sein. Also wahrscheinlich relativ sicher, dass da was zu sehen sein wird. Vielleicht haben wir Glück und es gibt noch was zum Crash DLC, der am 29. Juni erscheint, wenn die PC, Xbox One und Switch-Version rauskommt. Und sonst... Wir können mal überlegen. Death Stranding, genau. Hideo Kojima ist ja wohl vor Ort. Ich habe aber ehrlich gesagt eher das Gefühl, dass es halt einfach nur noch ein Trailer sein wird. Also kein Gameplay oder sonst was. Wie ich erfahren habe, wird Oddworld nicht zu sehen sein. Das finde ich sehr, sehr schade, weil ich finde, das wird langsam Zeit. Also die sind an Soulstorm jetzt schon auch einige Jahre dran. Oh. Oh. Ja, okay. Na gut, das sind ja noch 2 Minütchen. Von daher würde ich sagen, alles noch gut. Scheint auch noch nicht ganz loszugehen. Ah, das sieht ja schon mal knuffig aus. Vor allem, warum hatte der eine Dude zuerst keinen Schatten? Das hat mich sehr gewundert. Ah, naja, lang wird es auch nicht mehr dauern. Irgendwo war ich noch. Ich wollte ursprünglich was sagen, bevor ich denn von dem schwarzen Bildschirm abgebrochen wurde. Ich bin mir aber unsicher. Warum sieht das alles so flackrig aus? Ist das an Twitch? Ich weiß es nicht. Die Musik hing. Was ist da los? Ja, der Sound ist soweit okay. Also, dass ich nicht zu leise bin gegenüber dem Programm, was gerade läuft. Das wäre sonst äußerst schade. Und natürlich hier PlayStation VR. Kann auch sein, dass davon relativ viel da sein wird. Bin gespannt. Echt? Sonst gehe ich wieder runter auf so 80% oder so, weil ich bin gerade auf volle Kanne von der Lautstärke her. Ich glaube, ich werde jetzt auch wieder runtergehen.
Zumindest erstmal auf 70%. Ah. Please welcome Sean Layden. Hey guys. Good evening everyone and welcome. And thank you for making the time tonight to come to church. This fulfills your obligation for the coming Sunday. Okay, das ist schon mal eine sehr familiäre Location. Ich hätte jetzt gedacht, es wird trotzdem größer. And for those of you who may be a bit apprehensive because you remember that movie Kingsman, it doesn't end that way. It doesn't end that way. So, but no, again, thank you. And as you can see from this evening, here again at PlayStation, we've decided to mix it up a little bit in the way that we're doing our E3 presentation this year. You know, we look at what the stories have we tell and the things that we want to impart to our fans here with us and their fans on the live feed worldwide, and that changes our design ideas around what we can do for this show. So tonight we're going to have, rather than a bombardment of new creative, we're going to take all of you on a journey deeper into some of the key titles we've talked about before, but we're going to talk about them in a different way tonight, a deeper way, so you can learn about what's going on with these games and what's coming up in the future. You know, what we look at here at Worldwide Studios with inside Sony Interactive Entertainment, we really want to take our love for gaming and make it sing very loudly. It's a gaming industry, it's sometimes called, but certainly inside our studios, we see gaming as a vocation. It's a calling. It's what we do. It's what we have to do. Our teams of creatives and gut, jetzt studios auch wieder hier and so designers, they have dieses stories to typische tell, things they want PR-Gelaber, to show ne? you, and places they'd like to take you. That's what we're trying to do here at PlayStation. Wobei man sagen muss, dass sie bei Microsoft deutlich mehr mit Superlativen um sich werfen, so von wegen, ja, die Spiele laufen immer am besten auf Xbox One. In this tent this church tent we've created here in Los Angeles to let you start that journey with us and let us tell you our stories for the next hour or so. So, without further ado, it is my great honor and my unique privilege to invite to the stage, introduce to you, Gustavo Santorea. Ist wer? Kenne ich jetzt nicht. Sagt mir so zumindest jetzt nichts. Ach, der spielt ein bisschen Banjo. Okay. Ich werde mich hier jetzt auch überwiegend so eher im Off halten. Ich glaube nicht, dass man sich mein müdes Gesicht gerade ansehen braucht. Ausnahme wird vielleicht Sparrow sein. Na gut, der junge Herr spielt uns jetzt erstmal was Schönes auf dem Banjo vor. Na gut, ne? Wer mag, der soll. Ist jetzt irgendein Theme dabei von irgendeinem Game? Ich hoffe es doch. Zum Beispiel. Der wird ja nicht nur zu Unterhaltungszwecken da sein. Der wird ja hoffentlich wohl zu irgendeinem Spiel einleiten. Hat er fertig gespielt und dann so, okay, jetzt erstmal PlayStation VR.
Gefühltes. Jede Seite ist wie eine Faser seines Körpers. Und mein Sprechzentrum versagt. Und alle halten sie mit dem Handy drauf. Ich meine, dafür sind so Events natürlich auch gedacht, weil das macht Werbung. Aber dennoch. Er macht sogar einen Stream anscheinend. Ich habe ja gerade einen Chat gesehen. Dieses teils angespannte Gesicht. War's das? Das war's. Okay. Oder spielt jetzt noch ein anderes Instrument? Was kommt da denn Komisches an? Na, lass doch was sein. Okay. Vanessa, hey. I hate these things. Tell me about it. Your old man really laid into me today. What happened? Kommt Ihnen das nur so vor, oder ist der Sound A big doppelt? lecture about my patrols. Don't go here, don't go there. It's funny how involved he gets whenever you're scheduled to go out. Yeah. She's putting on quite the show. I give you guys 2 weeks until we're back together. Not gonna happen. She say something, dude? Make it 1 week. Ellie! Hey! What took you so long? Well, I'm here, aren't I? Healing? Jesse. Hey, don't forget we leave at first light, so get some rest. Yes, sir. Such a dick. Come on. Why don't you start with me? Okay, I have a very serious question for you. How bad do I smell? Like a hot pile of garbage? Oh, okay. Oh, how about that? Gross. You love it. Every guy in this room is staring at you right now. Maybe they're staring at you. Or not. Maybe they're jealous of you. I'm just a girl, not a threat. Oh, Ellie. I think they should be terrified.
Ein sehr drastischer Übergang. Aber okay. Jetzt sehen wir hier anscheinend ein bisschen Gameplay. Ja, es ist halt... Ganz ehrlich, was großartig Neues ist es jetzt nicht. Also... Es ist halt ein ähnliches Gameplay wie Last of Us 1 und das hat halt auch schon kein geiles Gameplay, ehrlich gesagt. Aber naja. Ich meine, das Setting ist ganz nice. Dadurch, dass es halt eher ein bisschen weltlicher angesiedelt ist und nicht mehr so viel, glaube ich, mit diesen Klickern und so zu tun hat. Aber jo. Ich erlaube mir jetzt auch einfach mal hier über das Gameplay zu quatschen, weil das ist Gameplay. Hier ist jetzt kein Trailer oder so. They are rusted with sin. What is free? Oh, shit! No! 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 Spread out. Und das ist auch noch so eine Sache. Sowohl beim letzten Trailer letztes Jahr als auch hier ist... Keine Ahnung, läuft halt schon wieder nur auf diese Gewalt hinaus. Also ich meine, das ist logisch in der Situation, aber... Ja, ne? Ein bisschen Abwechslung wäre auch ganz nice. Ich kann es halt nicht genug wiederholen, ne? Also, ja, ist halt absolut nicht spannend. Für mich zumindest nicht. Ich mag keine Story-Spiele. Doch, ich mag Story-Spiele, die Gameplay haben. Außer Metal Gear. Das hat auch kein wirkliches Gameplay, aber ich mag die Story so sehr, dass es schon wieder nicht juckt. Und die Musik erinnert mich ein bisschen an Schlag den Raab gerade, die im Hintergrund läuft. Jetzt nicht mehr. So einen Armschuss halte ich auch immer locker aus. Kann ich auch mal direkt weiter rennen. Und nicht erstmal auf dem Boden liegen und mir denken, ah, scheiße, mir hätte mir in den Arm geschossen. Ethan. What? Wolf. She came through here. Damn it. Double back. Go. Tatsächlich war Ubisoft ziemlich uninteressant. Also, da war halt auch sehr viel als aufgebrüht. Es gab neue Trials und so, aber... Oh, jetzt auch nichts wirklich viel Special-mäßiges.
Ich muss auch sagen, ich finde so eine langen Gameplays, die sollte man sich vielleicht für so eine Aftershow aufspannen. Das hab ich auch schon bei Ubisoft gesagt. Beispielsweise das Assassin's Creed Gameplay, das da gezeigt wurde, das war zu lang. Also, ich meine, es ist ja schön, dass man einen guten Einblick ins Spiel geben möchte, aber das macht man nicht in der Hauptkonferenz. Also das streckt halt einfach nur Zeit. Das kann man ja in so einer kleinen Show danach machen, die eigentlich fast jede Veranstaltung irgendwie hat, wo sie dann ein paar Spiele vorstellen. Aber nicht in der Konferenz direkt, weil das zieht sich halt so. Weil die Leute, die es unbedingt gerne spielen wollen, denen wird vielleicht schon zu viel vorweggenommen. Und die es nicht interessiert, die langweilt es halt ewig, wie mich in dem Fall. Ich muss sagen, die Charaktere sehen schon richtig geil aus, optisch. Das ist auch der Typ. Optisch definitiv ein Hingucker. Das war's jetzt auch nicht auch mit. Achso. Vor allem, kommt jetzt auch noch ein Datum? Ja, scheinbar nicht. Ich glaube, letztes Jahr wurde gesagt, dass es dieses Jahr kommen soll. Mal gucken. Und jetzt kommt wahrscheinlich erstmal PlayStation VR, kann ich mir denken, oder? Nee. Ja, natürlich, das war quasi der Prolog. That was a new look at The Last of Us Part 2. We're here live in Los Angeles at the PlayStation E3 showcase. We're taking a quick intermission while folks move along to the next part of the experience. We'll have a little bit more to share on that later. And I am joined by my good friend, Ryan Clements. Hello, Mr. Schumann. How are you? I'm good. It's such a pleasure to be here at the PlayStation Wieder eine Showcase. Talkrunde für zwischendurch. Ich werde mich jetzt tatsächlich nicht mehr. Bei mir ist das auch gerade einfach zu müde. Es tut mir so leid, aber... to have for joining us about Worldwide Studios than the chairman of Worldwide Studios, Mr. Sean Layden. Hello, sir. Yeah, good to be here. I thought you were just on stage. How did you get up here so fast? Kann ich wenigstens meine Softbox direkt ausmachen? Dropped into and shot right across Schon the mal studio etwas? here. Right over here. Well, it's good to have you here. Well, it's great to be here, and I think that was a very powerful start. Ich frage mich, ob sich Sean Layden und There's much more to come, but I do want to zero in on The Last of Us Part 2 here just for a moment. You know, as chairman of Worldwide Studios, you work very closely Was with die drei angeht, haben die ja quasi dieselben Jobs. Die stellen den neuen Kram vor. From your perspective, where is their head at when it comes to developing this game? Where's their head at? I mean, they are everywhere. They're looking at what can do in the next iteration of the Last of Us series, and I think what we saw tonight, I mean, that piece of content was so impactful. I mean, the whole relationship between Ellie and Dina going into the combat sequence really shows that they're pulling out all the stops over at Naughty Dog, and they're going to have a very broad and ranging game that's not going to make you only
only work at it as a player, but you're going to have to just think as a person what you're coming up against. I can't wait to see more of that. And that was first gameplay we saw there. Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, das ist dann auch die einzige Konferenz, die ich jetzt quasi alleine mache. Oh, ist doch auch nicht schlimm. Lately, I mean, it's just been unbelievable. Horizon, you had God of War, which Ja, has no das auf jeden introduction, Fall. and Detroit Become Human. I mean, Ja, what is the platt, ehrlich secret, gesagt, and what are you doing over there at Worldwide Studios? What's going on there? The rule number 1 is do no harm, right? Right. In a lot of ways, my job is just to move the boulders out of the road to make sure that Da ist halt creative auch die talent Vorfreude can get where they need tatsächlich to nicht go, so groß, wenn man sich denkt, backup, ja, provide komm, mach mal ein scope, bisschen hin, ich will provide, schlafen gehen. generalized, advice about where we can take this as an industry and as a, Na, wie lange hast du as a gaming geschlafen? culture. But honestly, Wahrscheinlich we've got auch nicht mehr 13 als so studios 2, 3 worldwide. Stunden, We oder? try to give them as much creative control as possible and just help ich mir support jetzt them through to their vorstellen. vision. That's kind of what we've been trying to do here the last das ist ja auch nicht dozen viel. years or so with Worldwide Studios. And I think right now, certainly in the PS4 era, you're Ich hoffe, seeing a dass ich lot of vielleicht that dazu komme, coming eine into, Stunde zu schlafen play nach right dem That's great to hear Showcase. that. And Am liebsten wäre mir, wenn das höchstens hier eine Dreiviertelstunde geht und dann kann ich ins Bett. Das wäre so schön. Dann lädt nebenbei noch der ganze Kram hoch von der E3. You know, it's Und a dann celebrated game. It's sold extremely bisschen well. It has riesig. a huge legion of fans. And one of the things I wanted to mention was, I get a lot of tweets about New Game Plus. Right. Is this something that you and Santa Monica Studio are evaluating for God of War? It's crazy. With the advent of social media, we get a lot of real-time feedback from the fans and the community, and we listen to that. And God knows my Twitter feed is filled up with a lot of stuff that we could talk about here or not talk about at all. But it's all important. We take it all seriously. And New Game Plus is something that came through really strong and really hard through that kind of feedback loop. And I'm happy to say today that the teams are working on it. Sympathisch ist We mir can der have some Mann more ja schon. updates on that. We'll put that through the blog, but it's going to happen. All right. Definitely. As someone who miraculously finished God of War with a 2-year-old at home, that makes me very happy. I will somehow find kinda more scary, time. but okay. I will find time to get. He wasn't watching. Okay, thank God. I want to confirm yeah. that. Kids, don't try this at home. Asleep. But yeah, thank you so much, Sean. And it's great to hear that you and the amazing team at Santa Monica Studio are making that happen. Hey, if we can create functionality and features that allow people to spend more time in the worlds we build, that's by definition a good thing. Excellent. Fantastic. So New Game Plus, that is confirmed. It is coming to God of War. We'll have full details on PlayStation blog shortly. Mensch, We have a lot more New to Game talk Plus about. für God of War. Yeah, Das and ist actually, ja Sean, I wanted to ask you aufregend. about that. About a month ago, you did something a little bit out of the ordinary for our team, and you kind of came out and talked about the 4 main games that we would be highlighting tonight's PlayStation Showcase. I was wondering what the thought process was there. Well, every year we try to let the stories we have to tell design the experience we're going to create. And this year we felt that what we really want to do is take people on a journey deep into the content, deep into the 4 big pillar games we're working on right now, and get them to see a bit more about the stories we're trying to tell and the way it's going to be expressed and what they get out of it. It's a really wide range of titles there, anything from The Last of Us 2, which you saw right now, through Death Stranding and Spider-Man and Ghost. So Death Stranding wird this year I wanted people to know that don't come here expecting to have some big flashy new idea come out or some big surprise come out. Come here and sit with us and walk with us as we get through to see the background stories and mir wurde Spyro versprochen. Bitte. And we do have a lot more coming from those Worldwide Studios games in the showcase later tonight. Do you have any personal games that you're most excited about? Well, they're all fabulous, and I think the teams are really crushing it right across the board. Fair enough. But one thing I would say is there's one of the games that we're having out today that will be playable in 3 months and available in the stores, and that's our favorite web slinger, of course, Spider-Man. So we're going to see a lot of that tonight, and I think the folks at home should be happy with what they're going to get. Was? In 3 Monaten Spyro? Sean, thank you so much auch for mit dropping SP by. Always a pleasure to und trade einem notes E-Laut with the chairman of Worldwide Studios. It's great to see you guys. I'll head back to the pneumatic tube station. Finde ich tatsächlich auch interessant. And wear the helmet. We do have a lot more in store coming up in just a few minutes Ist halt so ein as the bisschen E3 showcase continues. Arkham But in the meantime, mäßig, also we also have some Batman, other updates for you while we wait angehaucht. during this short intermission. So I say we kick it off with a look at the latest from the world of Call of Duty. Oh, Black Ops 4. Interessiert mich persönlich jetzt auch nicht. Ich möchte was zu Spyro sehen. Sonst war das für mich jetzt auch schon wieder komplett verschenkt. Schön inszeniert mit der Kugel, die durch die ganzen Maps fliegt. Ist nett. Slums, ach, gab's nicht bei Black Ops 2?
Iron Range. Get immediate access to Back in Black maps in Call of Duty Black Ops 3 Set only when you umbauen? pre-order Call Echt? of Duty Black Ops 4 from PlayStation Store. Welcome back. We are having the PlayStation E3 showcase kicking off in just a few more minutes. We're in a short intermission period here, but we've got some good stuff to talk about. And we've got some good friends as well. Yeah. Meredith Molinari and Ramon Russell. Welcome. What's Hi. happening? That's Good right. to have you guys back. Yeah, good to be back. here, Friendly yeah. faces. Hallo, Right seid before the ihr? showcase. Absolutely. Yeah, excellent. So I say we keep this moving here. And when it comes to Call of Duty, we know that a bunch of remastered maps from Black Ops 1 and Black Call of Ops Duty 2 are Gelaber, making their way to brauch Call of nicht. Duty Ich Black spiel Ops kein Call of 4 this Duty. October on launch day. But what we just Ach, learned Leute, here holt is mich that doch mal those ab maps, jetzt. those classic maps, are coming to Nein, Black alles Ops gut. 3 as well for those who pre-order Black Ops 4 on PlayStation Store. Oh, that's pretty awesome. But what if I don't own Call of Duty Black Ops 3? Well, that's where it gets a little more interesting, Last my of Us friend. ist halt für Leute, So die was mit tonight, tiefgründiger we are Story actually spielen doing wollen. a surprise Call of Duty PlayStation ist was für Plus Leute, game drop. die denken, dass That sie is was gonna mit be Black Ops tiefgründiger 3. Story spielen. Black Ops 3 is coming to PlayStation Plus later tonight. Yes. Oh, that's awesome. Yes, very nice. This is why I love E3, because not only do we get to share awesome news with our audience, but PlayStation Plus subscribers get a little treat. Get a little extra Little tasty treat. Right, little Yeah. little mid E3 Tut mir supply leid, dass ich drop. die 50 Euro im Jahr nicht habe, euch You know, we've been sharing a lot of good news. We got to share die in den 5 Ofen zu stopfen. really cool announcements last week when we did our countdown, kind of ramping up for tonight's big showcase. That's right. We had the countdown to E3, and that was 5 game reveals and updates over a span of 5 days. A lot of great stuff announced. Let's take a quick look back at the highlights. Oh, Hochlichter. Geil. Countdown to E3 2018. Was habt ihr denn da? PlayStation VR. Okay. Interessiert mich mal nicht. Tetris-Effekt für... Okay. Das war eine charmante junge Dame. Und das sieht mir nach Days Gone aus. Und das ist es. Release Date? Okay, scheinbar nicht. Find the truth. I have to figure out what happened. Okay, wake up. Focus. Remember. Turn mirror. From the creators of Fee and Flipping Death Look like you've seen a ghost. That's the spirit. comes a heartfelt Das kommt mir auch schon bekannt vor. Sie hat ein bisschen was von Animal Crossing, habe ich das Gefühl. Are you? Ghost Giant. Ah. Man selber ist quasi der Ghost Giant. Na gut, das Spiel habe ich schon gesehen. In irgendwie Videos und so Kram. Beat Saber. Ach, so. Ah, das hat doch Mo gespielt. Interessant. Kittel. Ja. Welcome back. We're just a few minutes away from the E3 PlayStation Showcase. I mean, when I say a few minutes, I mean we're really... Ah, So doch let's noch keep von der moving here. großen There was a Bühne. lot of great Hab stuff mich here. schon Oh, gewundert. and we could see the Weil die crowd werden ja is nicht die ganze seated. Kacke da in dem Zelt The machen. people are about ready to go. This show's about to continue, about to move into the big event. Yeah, it was great to see the countdown stuff, but I do think that there's like maybe one more thing we can sneak in there before we cut away to the showcase. Spyro, bitte. Yeah, let's squeeze it in. Let's Bitte. squeeze it in. Okay, so this next franchise boasts a huge loyal community of nearly 6 billion hours. Incredible stat. Yeah, they play that. Ah, please. Hör auf. Zu laden, Alter. Ah, das ist nicht dein Ernst grad, ne? Nö. 6 billion hours. Incredible stat. Yeah, they play that. Okay, der Stream scheint irgendwie abgeschmiert. Kann das sein? Billion hours. Incredible stat. Yeah, they play that. Ja. RIP for everyone. Ja, nice. Der Stream ist abgeschmiert. Cool. Incredible stat. Yeah, they play that so much. A lot. They do. Yeah. Ja. Es wiederholt sich dauernd und dann lädt's. Ja, einige Daten dieses Kanals können zurzeit leider nicht geladen werden. Ja, doof, ne? Kann es sein, dass die Twitch-Server abgeraucht sind oder was? Go YouTube. Och, man, nö. Ey, echt? Ja, gut. Mann, mach doch weg hier. Ach.
Okay, YouTube, so. PlayStation Showcase, Englisch natürlich. Destiny, Mensch, wie aufregend. Aber das läuft hier nicht in 60 Frames. Ihr Ohrschlöcher. Möchtest du wenigstens in 4K schauen? Das wäre mir zumindest ein kleiner Trost. Ja, Tuning war echt natürlich. Das stimmt. Ja, das... Oder wollt ihr mir jetzt erzählen, Destiny Battle Royale oder was? Oh, bitte nicht. Sag mir das jetzt nicht. Bitte, Sony. Nee. Bungie. Nee, bitte nicht. Komm mir nicht mit so einer Battle Royale Scheiße. Oh, jeder Shooter braucht jetzt Battle Royale. Nee, eigentlich ja nicht. Na, komm. Okay, einfach nur ein DLC. Gut. Forsaken, das war mal ein Spiel. Yeah, that was a powerful new look at Destiny 2. Forsaken is coming out September 4th on PS4. A lot of great enhancements and content for that one. And yeah, it looks really good. There's a lot of buzz about that Gambit mode coming up. And guess what? If you're at E3, you can play it at our booth. Not too bad. But not too bad. There's barely any time because we're about to get to the showcase. That's right. We are really seconds away when it comes down to it from the rest of PlayStation's E3 showcase. Thank you so much for watching. We've got a lot more in store tonight. But for now... I think it's almost time. I think it's almost time. Should we get to it? Nicht nur almost, people waiting. Let's get to it. We have so much more to cover. Okay. Got a lot more in store. So let's check it out live right now. Check a look. Aber interessant, dass der mit seinem Mund gar nicht direkt das Ding berührt, sondern einfach nur die Luft da durchpustet. What is this for game? Please tell me. Das ist auf jeden Fall kein Playback, das hört man definitiv raus. Wäre schlimm, wenn es eins wäre. Zeig doch mal jetzt das Spiel, um das es geht. Mensch. Jungs, lasst euch nicht so lange bitten hier. Momentan beweist ihr kein gutes Gefühl für Timing. Last of Us war zu lange, das war jetzt ein bisschen lange. Und schon. Gib mir guten Stuff. Sony Interactive Entertainment presents. Ein Spiel im fernen Osten.
Oder es ist jetzt auch nochmal zu dem Spiel hier Kizoki oder wie das hieß. Shadow Die Twice. Das wird irgendwie keinen Sinn ergeben. So, einmal bei Microsoft, einmal bei Sony. Temple's close. Soll nicht auch irgendwo was zu Shenmue 3 gezeigt werden? Oder bei den Namen. Okay. Was ist das? Noch werde ich daraus nicht schlau. So. Jetzt hänge ich mir das Mikro mal direkt vors Gesicht hier. Kann ich mich auch gemütlich hinsetzen und dann selber mitgenießen. Nobu, come! Sieht ganz nett aus, aber was zur Hölle soll das sein? Where are they? Bastards! Enough! Was next, samurai? Arshoneg, Artsan gesh podosh batsium! Nit urquai minich! Artsan samurai! Los geht's! Der wurde halb durchsäbelt und bewegt sich noch hinaus. Geil. Ah, das sieht mir jetzt auch nicht großartig nach einem Spiel aus, für das ich irgendwie die Zielgruppe wäre. Vor allem die Soundeffekte. Klingt halt einfach total sapschig und matschig. Jin, you're late. You're impatient. Where's the monk? The bastards beat me to him. Now they're torturing him at the temple. Come on. You think the monk's a hero? We need him, Masako. Down. We could take them. No. Remember Sago Bridge. We strike quietly. They kill the monk. I'll guard the exits. Just get that monk. En amaran la husis manje. Niba ulos. Ich kann mir immer noch nicht so wirklich vorstellen, was das sein soll. Also,
Ob das jetzt irgendeine bekannte Marke sein soll oder eine neue IP? Please, I do not understand. 울다스위 참마고툰 하미 웃미 체야벤삭 지 오벨랍노 디미바리 He called reinforcements. We have to move. Masako! Stand aside, Jin. You betrayed my family. Run! Hat ihm ins Auge geschossen. Mongols win. Oh. Irgendwie tut er mir gerade leid. Der arme Mönch. Mensch. Wird's jetzt zum Beat'em Up? Ist es eigentlich Mortal Kombat 11? You were my friend. Give me luck. No. Gib mir den Mensch. Ja, nö. Und ja, meine Reaktionszeit ist mega schnell. Ich evaluiere mal, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Dann überlege ich ewig und dann denke ich mir, ich bin müde und dann denke ich mir, mache ich das jetzt oder nicht? Und dann mache ich das und dann ist es eigentlich schon wieder zu spät. Ghost of Tsushima, okay. Ach, von Sucker Punch, okay. Das ergibt Sinn. Okay. The oldest house is a shifting place. There are rules and rituals. You can keep traveling deeper. Okay. Das sieht ziemlich nice aus. Mit dem ganzen sich zusammen und auseinanderbauen und so. Sieht mir nach einem netten Feature aus.
Control. Okay. Haben wir Remedy. Haben wir bis jetzt zu irgendwas ein Release-Date gesehen? Ich glaube nicht, ne? Weder zu Last of Us, noch zu dem Sucker Punch-Spiel gerade und... Oh. Control auch nicht. Oder war Control jetzt von Remedy? Eine PS1! Geil! Oh. Das sieht so schön aus. Oh, diese wundervolle Konsole. Oh, und der alte PS1-Controller ohne DualShock. Geil. Das war noch nicht nur eine Kleinigkeit, aber das liebe ich jetzt. Also das macht das Spiel natürlich nicht gut, aber zumindest noch nicht. Hat meine Kakerlake gespielt? Ah ne, eine Maus. Okay. Oder zumindest gesehen. Zombie-Spiel. Hey. Haben wir ja noch gar nicht 1000 Stück von. Cool. Resident Evil 2 mit Remake. Endlich. Jawohl. Money's in my account. Always a pleasure. Ja. Jawohl. Don't make my mistake. If you see one of those Und Leon ist nicht rothaarig. Hey. You do not hesitate. Whatever it takes to save this city. Surprised you made it this far. Need info on my extraction. Jawohl. RPG, Alter. Geil. Your responsibility. Oh, nice. God damn it. Das ist geil. Of course. Du willst mir nicht sagen, dass das Ada ist. Impressive display of So sieht doch Ada nicht aus. Ada sah in Teil 6 eher aus als in Teil 4. Jetzt hier. Lika! Jawohl! It's coming back. Ach, geil. Resident Evil 2. Ah, geil. 25. Januar 2019. Endlich mit Datum. Das wird bestimmt noch irgendwie verschoben, aber endlich mit Datum. Okay, das ist schon mal eine schöne News. Geil. Freue ich mich. Hat sich schon mal gelohnt. Jetzt schon. Also, wo noch nichts zu Spyro kam. Oder zum Crash DLC. From Squatch Games and the co-creator of Rick and Morty. Hey, what's up, everybody? I'm Bathtub Guy, and we're here at E3 to take some looks at this new game I'm going to show you right now. Trover Saves the Universe. Let's give it a look. Oh, whoa, there's some action platforming stuff in this little piece of shit. I'm the Bathtub Guy. I'm always in my bathtub, but, you know, that's not about me right now. It's about this game. Whoa, look at that. That's exciting footage I just saw. Oh, I'm playing it right now. Look at me. I'm a cool cucumber over here playing this cool game. Jesus Christ! Oh my God, somebody call 711 because that's the emergency dial number for this in this weird part of the galaxy because this is a sci-fi based thing. Help! He's got electrocuted.
Wie seine Augen einfach noch Augen haben. Ah, Universe in Rick and Morty geschrieben. Mensch, das ist ja... Ehrlich? Try to save the universe. Sieht, ja. Ich kann jetzt nicht wirklich sagen, interessant aus. Man hat da eigentlich nichts gesehen. Ach, auch wieder. Okay. Yo ho, yo ho, a Noch mehr Kingdom Hearts. Hey, neuer Trailer. Why are you so happy? Because we get to be pirates again. Yep, you always did like this world. Still, it's a real shame we don't have a bigger ship. Ach, der Captain Jack Sparrow. Was macht der denn bei Kingdom Hearts? Und warum sehen die alle so realistisch aus? Was soll denn das? Ist das jetzt noch ein Trailer zu Kingdom Hearts 3? What? Bitte? Also ist das jetzt noch Kingdom Hearts 3? Das wäre interessant. Weil es halt echt eine starke Look-Veränderung wäre, mitten im Spiel. Okay. You back in the organization? Yes. Surprising, isn't it? Jack, don't you give this creep the time of day. Sora, stand down. It's the code. Mustn't strike a pirate aboard ship when said pirate offers to confabulate. I'm looking for a box. Get them! Sora! They have come for us. Wait! Oh no! Stop! Farewell. Arendelle is safer with me staying up here. Oh, Please, go away. And the unversed collected enough screams and sadness from those children. Yeah, and the whole time they were trashing our company in the process! You're following her. Maybe she's one of the 7 pure lights we need. The new 7 hearts. Now, set your heart free. And at the end, you'll finally realize what destiny has in store for you. In fact, your reward might be right around the corner. Hey, Axel. Hey. Darauf hat ja eigentlich Dings gewartet, Marvin, dass man den mal wirklich sieht. Okay, das ist halt echt ein krasser Stilwechsel, so in diesem Pirates of the Caribbean Bereich. Aber okay. Ja, nice. Also ich freue mich drauf. Ich muss vorher dringend mal irgendwie versuchen, an die anderen Kingdom Hearts Teile ranzukommen. Genau. HD 1.5 Remix und 2.5 Remix und 2.8 Remix. Und Kingdom Hearts 3. All in one package, only in peaceful. Okay. Damit hat sich's also erledigt mit, ey, das kommt auch noch für die One. Ja gut. What? Death Stranding, würde ich sagen. Hallo, Mr. Kojima. Sam Porter Bridges. Ha. The man who delivers. Tears. Chiral allergy. So. Mensch, Norman Reedus. Hallo. Like me? What's your level? Was eine Überraschung. Wo ist Gamer der Toro? I think you got me beat. You can see them, right? No, but I can sense them. Wanna come work for me? Must be tough out here on your own. Saurer Regen. I can't help you with that. I make deliveries. That's all.
Ich hoffe, in diesem Spiel wird nicht so oft Directed by Hideo Kojima stehen wie in Metal Gear Solid. Ist es zufällig so Leiche seiner Frau mäßig, dass er die irgendwo hintragen und hinbringen soll? Oder was macht er da? Weil es gibt mir halt auch wieder absolut keinen Kontext dazu, was er macht. Also er trägt halt was durch eine leere Gegend. Ja. Ich meine, sieht optisch natürlich mal wieder schick aus, aber das ist halt absolut das Problem. Das ist mittlerweile leider eine kleine Selbstverständlichkeit, dass Spiele hübsch aussehen. Okay, die Szene war schon ein bisschen unangenehm gerade. Give me your hand, life. Ich muss sagen, diesen Effekt finde ich ziemlich geil mit den unsichtbaren Fußstapfen da. Fragile, ist damit sie gemeint oder was? Oder warum steht das auf ihrer Uniform drauf? Ja, der Rick mal mit seinen doofen Sprüchen. Na komm, blend das Logo. Give me a hand in death. Headed into town. Watch yourself. Those things never stay gone for long. The timeful fast forwards whatever it touches, but it can't wash everything away. The past just won't let go. I'll see you around. Sam Porter Bridges. Sam, what's your status? Beryllium density is still increasing. My status is fucked. There's tons of them. Can you sit out the rain? No. They're closing in on my position. I have to move before they realize I'm in here. Sam, if one of those things eats you, it'll trigger a void out. You'll come back, sure, but the surrounding area will still be a crater. I got an idea.
What the fuck? Ah, das sind die unsichtbaren Viecher. What the fuck? Warum hat der quasi künstlichen Schwangerschaftsbau? Datum vielleicht? A crypto byte a day keeps the time fall away. Yummy. You're too late. Leosidics. Still don't know who Das I war am, do you? anscheinend die, oder was sind sie? Weiß nicht. Die sieht mir nach einer Lindsay-Wagner aus. Give me a hand and spirit. Warum sind das immer nur so betroffene Gesichter? Ah, aber schickes neues Logo für Kojima Productions. Sehr schön. Das gefällt mir. Das ist nice mit den Effekten herum. Irgendwie kommt mir das so ein bisschen bekannt vor. What the fuck? Neo! Ah, habe ich mir doch gedacht, dass jetzt sowas in die Richtung ist. East River, New York City. Supermax prison. The raft is secure, but I can't reach them over radio. Their comms must be down. What's your status? Spider-Man? Already here. Ha! Ich bin gut. Yuri? I thought you said it was secure. Ach, das macht immer Spaß, das zu raten. Vor allem, wenn man richtig liegt. Love the optimism. Ach, But in my Spidey. experience, when it looks bad, it's usually worse. Look out! Yuri! I'm slipping! Hold on! You okay? Yeah. Welcome to the party! Just in time for the fireworks! Looks like we made parole, boys! I'm out! Electro? Why is he letting everyone out? I'll head for the main control center and see how bad the situation is. Got it. I'll go join the party.
Everyone just quietly go back into your cells and lock the door behind you. Okay? Please? Ja, also ehrlich gesagt, über das Kampfsystem kann ich mich so rein optisch nicht beschweren. Sieht schon ganz geil aus, ehrlich gesagt. Schön agil, wie es bei dir halt nun mal ist. Nicht so schwerfällig wie zum Beispiel Batman halt in den Arkham-Spielen. A3, ist das nicht ein DIN-Format? Oh, hi, Rhino. Hope you like surprise, Spider. Surprise? What is he talking about? Ich muss sagen, ich finde den Anzug ziemlich geil. Ich weiß nicht, mit diesem Weiß, das hat irgendwie voll was. Electro must be working for someone. This is too good to be true. Scorpion, can you hold on a minute? I was in the middle of a phone call and it was busy. Charge him! Don't let up! Lost you for a second there. You okay? Not really. Electro, Rhino, and now Scorpion are all on the loose. What's going on in the rest of the prison? Camera system's Ich habe almost den done. I'll give you a sit Scorpion rep gerade soon. fast ein bisschen mit dem Kobold verwechselt. Oh, so ein bisschen Ragdoll-mäßig unterwegs, ne? Ja, auch nice. Come on, Spider-Man. I thought this was a chase. Gotta stop this guy. If you tell me who you're working for, I'll go easy on you. Can't stop it. But I'm flattered that you still try. Nobody ever takes me up on that. Das ist auch so eine Sache, die kann man da definitiv positiv sehen. Es wird halt in den meisten Fällen mehr als einfach nur ein Trailer gezeigt. Auch ein bisschen Gameplay zu den jeweiligen Spielen. Das ist schon eigentlich ganz schön. Long time no see. We're going to have so much fun. Sorry, no time to talk. Okay, I got the security cameras back online. How's it look? Well, it looks like the entire population of the raft has escaped. That makes 5 of your worst enemies that are now on the loose. For a second there, I thought you were serious. On the loose, wohl eher frei im Fuß. I have to go. Some of them are heading into the city. Du hast das Gleiche. Ja, ich bin auch kurz davor. Ich bin halt so. Ich mag nicht mehr. Am liebsten würde ich einfach sagen, oh, Schule, lass ich heute mal sein. Aber nee. Das geht leider nicht. So schön ist auch wäre. Okay, dann wünsche ich dir eine sehr gute Nacht. Und auch schöne Träume. How do you like my new suit? Dashing. Where'd you get it? It's an exclusive club. War das Negativ Man? Remember, he said not to kill him. Good idea. In fact, we don't have to do this at all if you don't want to. We definitely want to.
Nicht die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Oh, Cliffhanger. Musical. Ja, komm. Ich erwarte noch Medieval, Sparrow und Crash. Was davon wird kommen, wenn überhaupt irgendwas kommt davon? Was wird für Medieval langsam auch mal Zeit? Nochmal Last of Us. Ach man, hatten wir doch schon. Ja, okay, das war's. Sehe ich das richtig? Ach Mann. Letzte E3, kein Crash. Diese E3, kein Spyro, kein Medieval. Was soll denn das? Warum macht die so eine komischen Ankündigungen? Bei dem ganzen Gedöns. Also bei dem PlayStation Experience Kram. Und dann kommt nichts mehr dazu. Sind nur so sporadisch gestreute Informationen. Das ist doch nicht euer Ernst jetzt. That was the PlayStation E3 showcase. Ja gut, das war's. Das ist doch schon wieder ein Witz. Aber na gut. Live gameplay of Marvel's Spider-Man right here, just a couple of minutes. We have a new game to announce. We have some other stuff to talk about too. What a show. Oh my God. Das war's dann auch von mir. Ich versuche mich jetzt noch eine Dreiviertelstunde hinzulegen. An dieser Stelle danke fürs Zuschauen, für die Leute, die da waren. Ich hau mich hin und sag einfach mal ciao, ciao.